nochmal Ribeye, Rostbeef, T-Bone, Filet Medaillon, Filet Medaillon, Filet Medaillon, Filet Steak, Bone in, Denver Cut. 1, 2, 3, 4 Mystery Boxen. Schnapp dir den Stempel und darauf kommt es weiter an. Sollte ich alles schaffen, dann wegen Fleisch für die Ewigkeit. Dann würde ich sagen, auf geht's in die legendäre Don Carne Steak-Schmiede Steak Challenge. Viel Spaß, let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Vegam und einer neuen Folge. Wir sind am Düsseldorfer Karlsplatz, genauer gesagt bei Don Carne, wo es hier am Düsseldorfer Marktplatz und vielleicht auch in ganz Düsseldorf nur das beste Fleisch gibt. Gestern gab es hier eine große Neueröffnung von dem sogenannten Demadura-Fleisch. Ein Fleisch, das aus Spanien kommt, für Premium spät, aber auch für Nachhaltigkeit. Und das Ganze gibt es jetzt das erste Mal hier in Deutschland. Wir werden uns heute als erster und erste überhaupt durch das ganze Sortiment testen. Keine 12 Stunden, sage ich mal, ist es her, dass das Ganze präsentiert wurde und ich sage mal auch für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Und es gab natürlich noch keinen, der das gesamte Sortiment probiert und natürlich auch gegessen hat. Und deswegen winkt natürlich nicht nur geiles Fleisch, eine geile Challenge und ein geiler Livestream, sondern natürlich auch wieder ein geiler Preis und zwar das neueste Premium-Fleisch für die Ewigkeit und das bei möglicherweise dem besten Fleischstand, dem besten Premium-Fleisch, zumindest in ganz Düsseldorf. Wir sind jetzt hier an der Theke. Unter anderem gibt es natürlich auch schon länger hier das sogenannte Black Angus Flanksteak, viele andere Sachen, Iron Black Angus. Aber wenn ihr auch sehen könnt, ist jetzt hier zum Beispiel schon das neue Demadura in der Theke vorhanden. Roast Beef, T-Bone Steak, was sehe ich hier noch? Filet Steak Bone und das werden wir natürlich jetzt alles testen. Zusätzlich soll es sogenannte Mystery Boxen geben, die auf mich warten, wo vielleicht noch das ein oder andere Fleischstück drin ist, was ich noch nicht weiß, was es gibt oder möglicherweise auch einzigartig ist in seiner Art. Ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir suchen mal Sascha, den Besitzer, auf, der gestern sehr viel Stress hatte, kann ich euch sagen. Und ich bin schon wirklich froh, dass er sich für uns heute nochmal die Zeit genommen hat. Ihr seht ja auch, was hier los ist, bei so viel Stress und natürlich der Neueröffnung für uns eine geile Challenge auf die Beine zu stellen. Und ich bin gespannt, was winkt. Ich bin gespannt, wie die Challenge wird und vor allem, wie das Fleisch schmeckt. Und ich würde sagen, lasst uns mal schauen, was Sascha uns so vorbereitet hat. Wie ihr seht, ich bin nicht mehr alleine, sondern ich habe, wie gesagt, den Sascha bei mir. Ich habe den Leuten gerade schon erwähnt, was du für einen Stress gestern hattest, eine Neueröffnung. Und dir jetzt auch noch die Zeit für uns nimmst, so ein geiles Fleisch erstmal zu präsentieren und eine geile Challenge mit uns auf die Beine zu stellen. Aber ich würde erstmal sagen, was haben wir hier Geiles? Naja, ich glaube, das größte Highlight ist natürlich dieser kleine Kamerad hier. Das ist ein Tomahawk. Ja. Was glaubst du, was das wiegt? Ich habe nachgewogen. Die Leute können es auch Ich mal in mache die aber eine Kommentare 100er für dich drauf, wenn er sagt, was das für ein Gewicht hat. Exakt. Guck mal, die 7 ist meine Glückszahl. Ich würde schon mal sagen, es wiegt mehr als ein Kilo, 1,7. Nein, leider nicht. Okay. 2,194. Okay. Aber ja, es ist Nur das spannend. Stück jetzt? Nur das Stück. Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen hier. Aber okay. Genau, okay. aber das ist ja Kleinzeugs für dich. Aber weißt du, was ein Tomahawk ist? Sag mal, für die Leute auch. Guck mal, hier hast du das Ribeye Steak auf der Seite Ja. oder auf der Seite. Hier hast du das schöne Fettauge. Ja. Da ist eine ganz tolle Marmorierung. Ja. Und das ist der Rippenknochen. Ja. Das ist sozusagen das Ribeye Bone-In an der langen Rippe. Ich glaube tatsächlich, dass ich so in der Art und Weise, also ich habe schon viel gegessen, ne? Auch dieses 9 Kilo Wagyu Brisket war bisher so mit das Highlight, aber ich glaube, das Tomahawk, so wie es jetzt hier so steht, ist für mich das erste Mal. Aber wir haben ja noch viel mehr. Wir haben nämlich hier das Ribeye, was hier am Knochen ist. Ja. Wo du auch direkt den Unterschied schmecken kannst. Hier ist das Ribeye Ja. ohne Knochen. Also nochmal Ribeye. 584. Rostbeef, das ist der untere Teil vom Rücken. Weiter unten, der hat 474. Ja. Und dann kommt der amerikanische Klassiker, das T-Bone. Weißt du warum T? Zack, zack, Rostbeef, Filetanteil. So, dann gehen wir mal auf die kleine Seite. Aber klein, Aber fein? Fein. Ja, ich wusste es. guck hier, Filet Medaillon, Ja. 200 Gramm. Filet Medaillon 180 Gramm, Filet Medaillon 160 Gramm. Und dann haben wir noch? Dann hast du das gleiche wie beim Ribeye. Du hast das Filet Steak Ja. Bone-In. Ja. Den haben wir gerade gelauncht im Shop. Das ist ein Filet Steak, was ganz abnormal ist, weil du durch diese Knochen
einen unglaublichen Geschmack in Ja. dieses Filet reinkriegst. Und dann den Denver Cut bzw. Presa. Aber wir wären ja nicht Don Carne, wenn das jetzt hier alles wäre. Wir haben nämlich doch was Besonderes für dich. Das, was wir dir nicht verraten. Wir haben hier 1, 2, 3 und 4 Mystery Boxen. Da kommt also noch ein bisschen was rein, was du nicht weißt. Wir machen das Kleine, aber Feine, kommt zum Anfang. Dann kommen 2 Mystery Boxen. Dann kommen die großen Brüder. Roastbeef, Ribeye, T-Bone. 2 Mystery Boxen. und dann willst du zum Und dann großen kommt der Finale kleine Prinz zum Schluss. Okay. Okay, wir haben ja immer noch eine Challenge. Was ist denn, wenn ich sag mal, jetzt wirklich das ganze Fleisch aufbekommen habe? Ich sag mal, als erster überhaupt das Sortiment sowieso durchteste, aber auch vielleicht auch komplett aufesse. Tja, ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Weg gibt. Das, was es immer ist bei dir, oder? Lebenslang kostenlos essen für die Ewigkeit. Also ich finde es eine geile Challenge. Du hast es gerade aufgezählt, keine Ahnung, 6 bis 9 Kilo Fleisch wieder. Ich freue mich wirklich, das neue Fleisch zu probieren, weil ich auch einfach Fleisch liebe. Und ich glaube, das wäre ein geiler Anreiz, um ich sag mal, wirklich alles bis zum kleinsten Krümel aufzuputzen. Ist ein Deal? Es bleibt mir gleich eins übrig, oder? Ich würde sagen auch. Dann, Leute, haben wir einen Deal, haben wir eine geile Challenge. Und dann würde ich sagen, let's go, mein Lieber. Und wir kriegen, glaube ich, jetzt auch schon So, jetzt erste kommt das Fleisch Essen. präsentiert. Halleluja. Ganz kurz, was haben wir hier jetzt nochmal? Was haben wir hier? Wir haben einmal die Filet-Medaillons, den Denver Cut mit dem Markknochen und einmal das Filet Bone-In. Dann einmal die Big Butter von Big Meat Love und normale Kräuterbutter mit Pommes. Dann würde ich sagen, auf geht's in die legendäre Don Carne Steak-Schmiede Steak Challenge. Viel Spaß. Let's go. So, Boah, ist das Hammer. so muss es sein. Sieht auch perfekt aus. Garpunkt ist da. Leute, schaut euch mal an, wie schön das Ding gebraten ist. Ne? Von innen schön medium, schön drin. Richtig, richtig geil. Auch hier zeige ich euch das mal im Livestream. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Sieht super lecker aus. Oh. Und da Kräuterbutter da drüber, sagst du? Ja, Geschmackssache, aber gönn dir. Gönn dir einfach. Normalerweise bin ich gar nicht so der Typ, der, ich sag mal, wenn das Fleisch schon geil schmeckt, so Kräuterbutter drauf macht. Reicht ein bisschen Salz, Pfeffer Genau, und ich manchmal bin auch aus Fan der Natur, ne? von Salz und dann hast du den Geschmack vom Fleisch. Und das reicht meistens einfach aus. Aber ich probiere trotzdem Ja, mal. aber sieht super Was ist zart das aus. jetzt für eine Kräuterbutter? Das ist eine Megle Kräuterbutter Standard. Nichts Besonderes. Mit Knoblauch? Mit Knoblauch, das kann sein. Ich bin mir sogar gar nicht, ich muss einfach fragen. Ohne? Ohne. Ohne. Auch nicht von Meckle. Eine geile Kräuterbutter einfach. Schmeckt ja Die wirklich beste. gut. Schmeckt ja wirklich gut. Komm ruhig ein bisschen zu Ja. mir rüber, weil dann So. müssen nämlich auch ein bisschen mit von der Kamera. Ja, aber man merkt schon, es wird warm hier, ne? Ja? Ja, schon ein bisschen. Nicht süß hier. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch ins nächste rein. Was ist der Unterschied jetzt bei dem Fleisch? Was ist das jetzt? Das ist jetzt vom Nacken das Stück, der Denver Cut. Wieso macht man das jetzt? Das gibt einen sehr kräftigen aromatischen Geschmack. Ja, das ist Und, quasi nur das Fett von dem Knochen. Also von Richtig, dem, okay. genau. Wieder richtig, richtig schön rosa, sogar noch mehr rosa. Ich mag es ja tatsächlich eher medium rare, ne? Oh, ich muss dir sagen, schmeckt mir sogar besser noch als das erste. Ja? Weil vom Mundgefühl, vom Biss, wie ist das? Was war Es ist ein bisschen fester, Ja. aber intensiver vom Geschmack her. intensiver vom Geschmack? Ja, okay. Mach ich gleich weiter. Okay. Was haben wir noch? Hier haben wir das Filet Bone-In. Da Was- beiß was ich du jetzt, sagst. da beiß ich Bin jetzt so rein. Boah, ich wollte gar nicht schneiden. Super zart, ne? Kein Mist, ne? Das letzte Mal, dass ich so zartes Fleisch gegessen habe, war wirklich bei dem Wagyu-Rind, ne? Wo ich das auch so zerpflücken konnte. Und vom Geschmack, was sagst du dazu? Von den allen dreien jetzt im Vergleich? Das ist bisher sogar das Beste. Beste. Weißt du warum? Weil es hier schon schön kross ist Ja. und innen drin Schöne dann dieses Kruste, Zarte, was ja. du halt abnehmen kannst, ne? Garpunkt wieder perfekt. Ja. Aber sieht man auch, ne? Geil. Das sind die gleichen wie gerade. Genau, das sind die Denver Cuts, das sind die Millennials in verschiedener. Das heißt, das ist Runde 1. Das ist Runde 1. Dazu eine Pommes als Deko. Ja. Und ich würde sagen, ich lasse es mir gut gehen. Und entweder esse ich das Fleisch jetzt schon ein Stück auf oder wenn mir was besonders auffällt, lasse ich euch wissen. Let's go. Was ist dein Lieblingsvideo? Dürüm, so ein langer? Der 2 Meter Dürre. Ja, das ist auch. auch, Das das ist ist auch auch krass. krass. Das ist auch krass. Leute, was war denn euer Lieblingsvideo bisher? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist denn euer Lieblingsvideo bisher gewesen? Die erste Platte jetzt, Leute, 150 €. Hat die jetzt gekostet. Wir gehen ins letzte Stück rein und ich habe gerade die Habanero-Soße gegessen. Also wer wirklich gut scharf essen kann, für den ist die perfekt. Erste Runde ist geschafft, Leute. Und damit würde ich sagen, räumen wir auf. Direkt Und die dann kommt die erste Surprise-Box. Surprise-Runde. Ne? Richtig. Ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht. Die linke. Die soll ich zuerst nehmen? Bitte, öffne. Japanische Wagyu-Würfel. Wagyu-Würfel. Richtig. Nein. A5. Beste Qualität. Das zergeht auf der Zunge. Boah, ist das geil. Die Uhr wieder. Hab ich, meine Lieben. Boah, ist das geil. Oh, ist das geil, Halleluja. Also Leute, gut geil.
Das ist unser virales Steak-Sandwich. Das ist die Rucola-Variante, also das heißt mit Aprikose, Senf, Rucola und Bergkäse. Also wenn das die Surprise-Runden sind, dann sind 5 Runden heavy. Aber ich würde sagen, dann geht's rein in das Steak-Sandwich. Also Real Talk, ne? Das schmeckt zu krass. Geil, oder? Ich hab's ja schon mal gegessen, Geil, ne? ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auch gegessen habe. Das Fleisch ist geil. Ich meine, das esse ich gerade hier sowieso ja en masse. Das Brot ist krass. Macht ihr das selbst? Du, nee, das kriegen wir geliefert. Ist ja egal, ist ja egal. Aber unnormal geil, Ja. weil es auch getoastet ist. Richtig toll. Und die Soße dazu mit dem Süßlichen. Also normalerweise bin ich, sage ich, Retalk, Ja. kein Senf-Fan. Normalerweise nicht. Das hat aber, ich denke mal durch die Aprikose, die süßliche Note noch mit dazu. Es schmeckt wirklich zu krass. Und ich finde immer, das ist sehr wichtig, dass das Brot auch eine gewisse, ja, so kross ist, nicht zu labbrig. Ne? Und das finde ich Brot- perfekt. das perfekt. Brot kann alles kaputt machen, wenn es nicht stimmt. Richtig, Und das schmeckt stimmt. Da geil. gebe ich dir recht. Ja. Also, zweite Runde haben wir durch. Zweite Runde haben wir durch. Ich muss sagen, wenn ihr so weitermacht, was den Geschmack angeht, machen mir keine Sorgen. Aber ich weiß, die Banger kommen erst noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Super, machen wir so. So, jetzt kommt die nächste Platte. Schlag auf Schlag hier. Die Brüder sind ein bisschen größer. Hier hast du das T-Bone, Ribeye und das Roast Beef. So, das ist jetzt das hier. Das ist das T-Bone Also hier quasi Filet. und Roast hier Beef. ist Roast Beef, genau. Geil. Würde ich sagen, packe ich mir auf den Teller drauf. Teil mal wieder an, meine Lieben. Einmal wieder an. Zwei. Boah, ist das gut. Es ist zu krass. Also Leute, ihr habt es ja gerade so ein bisschen abgerissen und so, ne? Ja. Auch hier vom Garten Das gerne. ist Filet. Schaut mal, wie es qualmt. Ja. Also top vom Filet. Mega. Ne? Andere Seite war dann Roast Beef. Roast Beef, ne? Ja. Medium rare. Medium rare. Perfekt. Würde ich sagen, gehen wir da auch ein. Mega. Sieht wirklich einfach nur super lecker aus. Wenn du noch eine Soße brauchst, sag Bescheid. Ja, sagen, weißt du was? Boah, Geil. geil. Also das ist ja unnormal geil. Also das Roast Beef schmeckt mir sogar noch besser, muss ich ehrlich sagen, als das Filet. Du magst dann kräftiger Ja. im Geschmack, ja. Auf jeden Fall. Ich tue das mal eben zurück, weil, weißt du was, dann probiere ich mal eben Die anderen die direkt. anderen direkt. Gerne. Was haben wir jetzt hier nochmal? Das ist Ribeye. Mit schönem Fett dran wahrscheinlich, ne? Ah, super. So wie Ja. es sich gehört. Auch da schneiden wir mal ein Stückchen ab. Das scheppert rein. Also Ribeye, Halleluja, meine Lieben, das scheppert richtig rein. Voller Garpunkt, ne? Das wird hier alles gerade frisch zubereitet und das mitten auf dem Marktplatz. Also Ja, die Jungs top. in der Küche machen einen super Job. Ja. So, dann haben wir jetzt hier das nächste nochmal. Du bist beim Roast Beef jetzt Beim Roast angekommen. Bin ich auch gespannt. Was wär von dir jetzt hier von den dreien dein Favorite? Das Ribeye finde ich am geilsten, ja. Darf ich den Fettrand ein bisschen abmachen? Ja klar. Ich mache es auch ein bisschen fleischiger. Und da ist auch eine sehr, Ja, sehr viel. sehr große Fettkante. Ne? Ja. Aber Fett auch Geschmacksträger. Ne? Ja, Natürlich. ich wollte nur sagen, dass, So für ein schönes ich sag mal, Aroma. für die Challenge ist jetzt nicht schlimm, wenn Ja, ich ja. das abmache, so ungefähr. Ne? Ist in Ordnung. Super, schmeckt aber auch sehr lecker. Ja. Ich werde sagen, ich werde mich jetzt ein bisschen durchtesten, weil damit habe ich alle dreimal durchprobiert. Und würde sagen, rein geht's in die Ballermänner. Und dann danke ich dir für Runde 3. Hat mir sehr gut gemundet und bin gespannt auf die Surprise-Runde gleich. Nicht der Nächste Chef. Surprise-Runde. Machen wir das als erstes. Das ist ein Kobe Koberin. Roast Beef. Philly Cheese, auch ein Bestseller bei uns. Auch ein Favorite von mir. Ja. Ich glaube. Was hältst du davon, wenn ich das esse? Willst du das essen? Also guck mal, ne? Du hast hier sowieso noch nichts gegessen. Ich kann das verstehen, kein Scheiß, ne? Deswegen, ich denke mal, gucken auch viele Leute zu, die ja dann auch, ich sag mal, Hunger bekommen oder sich was bestellen oder so, ne? Und ich sag dir ehrlich, es ist ja eure Challenge und ich habe sie ja gerne angenommen und ich bin, ich sag mal so, ja nicht ungnädig, was das angeht, wenn du mir was hilfst. Aber ganz ehrlich, wenn du Bock hast und du hast ja gerade, das ist dein Favorite, ne? Ist man also dann- mit dann einem gönn's Favorite, dir. genau. Ja, gönn's dir. Super, danke. Dann würde ich sagen, tauschen wir. Juten, Juten, lass dir schmecken, ne? danke. Ist es ein bestimmtes Kobe-Rind, also irgendwie Kobe-Fleisch? Und das aus der Region Kobe halt, ne? Japanisches Kobe-Rind. Boah. Und ist vom Roast Beef. Und ja, sag du, was ist dein geschmacklich, Eindruck? geschmacklich geil. Geil, oder? Aber was du, und ich merk's ja, ich meine, ich habe es ja auch bei dem Wagyu Brisket und so gemerkt, der Fettanteil ist so brutal. Das ist heftig, Das ist ne? so Das ist heftig. brutal, also das schmeckst du sofort. Es zergeht im Mund, lass dir schmecken. Ah ja, meine Lieben, klar mache ich einen Timer. Danke. Ich meine, für das kleine Stück brauchen wir jetzt groß auch keinen Timer anmachen, aber machen wir natürlich. Geil, das denke ich auch noch an Pommes zu. Damit haben wir die Surprise-Runde Nummer 4 durch. So, wir kommen jetzt zu dem größten Banger Jetzt bin ich der gespannt. Geschichte.
Das wird jetzt auch nochmal ein fetter Brummer werden. Halleluja, Leute. So, jetzt Es kommt das der gute Banger. Stück. Der Banger kommt. Es ist das grande Finale. Das Tomahawk Steak. Hast du Bock? Ich hab Bock. Hast du Bock? Mega. Oh, es sieht geil Bin aus. so Ne? gespannt. Timer machen wir wieder an. Dann gehen wir nämlich in die 5. Runde rein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also, was ein Teil. Was ein Teil. Es ist heiß. Da habe ich einfach für einen Fun-Faktor. Ja. Ich mache für einen Fun-Faktor, meine Lieben. Geil. Heftig. Boah, ist das geil, ey. Halleluja, ist das geil. Da haben wir uns ein richtig, richtig geiles Stück Fleisch. Schaut mal, wie es qualmt, ey. Boah. So viel zum Thema, ist es schon kalt. Ich glaube, einige von euch könnten das gar nicht anfassen, weil es so heiß ist. Boah. Schmeckt geil. Ja, das sieht wirklich wieder auf den Punkt, ne? Kann man nicht viel zu sagen. Halleluja, ist das geil. Vor allem, weil es auch richtig heiß ist, ne? Wow. Geil, oder? Wow, wow, wow. Ich glaube, ich drehe es gleich nochmal für die Leute kurz um. Ja. So, Leute, so sieht's aus. Schönes Tomahawk Steak. Ne? Ihr seht es von innen, wie schön es einfach gebraten ist, wie es einfach qualmt. Scheiße Mega. heiß. Ne? Und damit gehen wir rein in Runde 5. Und ich lasse mir jetzt nochmal ein richtig Tomahawk Steak gut gehen. Genieß das. Werde ich machen. Und hoffentlich doppelt sogar Genuss, weil wenn ich das noch schaffe, dann Ja. ist der Stempel safe. Reingehen Wie fühlst du dich? No, ich fühle mich gut. Jeden einzelnen Biss genießen. Ja. Ne? Ist ein super Stück. So Leute, damit gehen wir ins letzte Stück rein, ja, vom Tomahawk Steak und auch in das letzte Stück jetzt hier von der Challenge. Oh, 1 Stunde 15. Ne? Wir haben es geschafft, 5 Runden, am Ende noch ein 2,1 hat er sogar gesagt. Genau, Irgendwas mit 2,1. über 2 Kilo, über 2 Kilo 2,1 Tomahawk. Kilo irgendwas Tomahawk Steak noch gegessen als letzten Abschluss. Davor die kiloweise Fleisch, also jetzt um die 7 bis Verrückt. 9 Kilo wieder. Und dazu auch noch geile Pommes gesnackt. War eine geile Challenge, hat mir mega gut gemundet. Der Vorteil war hier heute wirklich, dass es alles sehr frisch und sehr heiß kam. Hat es natürlich, ich sag mal, für mich auch dann leichter gemacht als vielleicht die ein oder andere. Und dann habe ich gehört, habt ihr tatsächlich, ich sag mal, was vielleicht erst in Zukunft kommt, aber auch wegen gestern im Event noch, Richtig. Brownies. Ein Brownies. kleines Dessert und da freue ich Machen mich wir drauf. fertig. Und dann machen wir weiter. Dankeschön, dann danke ich dir für Stempel Nummer 14 im Big M Lifetime Pass. Dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Nummer 14 ist geschafft und wir kümmern uns noch um ein kleines Abschlussdessert. Halleluja. Probier erstmal den normalen. Boah, kein Scheiß. Und jetzt schmeckt das Eis 100% gleich noch besser, weil die Brownies sind warm. Und jetzt noch gleich ein kaltes Eis dazu. Ja. Boah, ist das so geil. Ist das geil. Bin mal gespannt, welcher dir am besten schmeckt. Der ist krass. Der ist sehr lecker. Aber der ist mächtig. Und, ja, Und auch matschig. Sehr süß auch. Ja, ich gehe jetzt mal in den Pistazie rein. Auch geil. Nochmal rein. Auch geil. Aber ich bin jetzt wirklich auch pappensatt. Ich glaube, ich könnte jetzt hier eine neue Challenge anfangen. Ich glaube, könntest mir von hinten jetzt noch 3, 4 hinstellen. Ich würde reingehen in die Dinger. Wir haben noch welche, ne? Naja, alles gut. Die müssen ja auch wieder gemacht werden. Nee, die sind fertig. Aber die können wir dir auch einpacken. Ja? Klar, machen wir doch gerne. Nein, nein, nein. Du. Also ich würde auch noch einen von den Pistazien und von dem, Ja. von dem Weißen nehmen. Ja. Leute, die haben noch ein komplettes Blech fertig gemacht. Halleluja. Und schmeckt mir gerade so geil, ich nehme auf jeden Fall noch was. Auch wenn man sich glauben danke mag, dir. nach 7 Kilo Fleisch oder so. Und nach 6 Brownies jetzt, aber ich nehme es. Ja, nein, das schmeckt einfach gut. Weil ich nehme einfach einen runter. Ja, nimm runter und den Rest packe ich dir ein. So sieht's aus. Ich danke dir. Gerne. Also Leute, sind noch ein paar Brownies da. Wir nehmen noch ein paar Brownies, weil es so lecker schmeckt. Ich nehme mal ein bisschen dazu. Auf die, ich sag mal, 500 oder 1000 Kalorien jetzt mehr oder weniger. Kommt sie auch nicht an. Und jetzt nochmal die beiden Brownies kombinieren. Wir gehen ins letzte Stück des Nachtisches rein. Wie gesagt, wir haben noch ordentlich nachbestellt. So, und damit muss ich sagen, hat es mir sehr gut geschmeckt. Von den Steaks her, bis hin zu den kleinen Pommes, bis hin zum, ich sag mal, einzigartigen Dessert jetzt am Ende, wo wir auch nochmal genug Nachschlag geholt haben. Ey, ohne Witz. Hat mir mega Spaß gemacht. Ja, danke. Das war Unabhängig, uns eine Ehre. ich sag mal jetzt von der Challenge, die natürlich immer schön ist, wenn es geschafft ist. Aber es war wirklich ein tolles Essen. Und ja, was soll ich sagen? Es war einfach ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Ich freue mich über den 14. Stempel, über geile Steaks für die Ewigkeit und auch jetzt hier so einen tollen Nachtisch. Danke euch fürs Zuschauen. Gerne Don Carne abchecken. Ja. Gerne, ich sag mal, hier Abo, Like da lassen oder sonst auch auf Twitch, TikTok und sowas alles, wo wir auch noch streamen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus meiner Heimatstadt, aus Düsseldorf. Beste Grüße. Vielen Ciao, Dank. ciao.